Das Atelier ist nun wieder geschlossen und ich nutze die Gelegenheit, um einmal Danke zu sagen. Danke an all meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Malkurse. Diese schönen Farben haben mich inspiriert. Ich habe sie draußen in der Natur gesehen. Es ist wunderschön der Herbst und ja, vielleicht hast du das Bild sogar schon im Kanal gesehen. Du siehst hier auch eine Struktur auf der Leinwand und diesmal habe ich kein Salz genommen, so wie in dem anderen Video, was schon im Kanal ist, sondern Sand. Und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir mal jetzt. Komm mal einfach mal mit an meinem Arbeitsplatz. Ein Orange brauchst du, wie man das mischt, habe ich im Buch geschrieben. Ein Grün, ein Türkis, ein dunkles Braun und Weiß zum Mischen. Du fängst diesmal nicht mit Schwarz an, das ist kein Schwarz, das ist ein dunkles Braun, was ich gemischt habe. Ganz normale gebrauchswertige Acrylfarbe habe ich, einen Spachtel und ich nehme jetzt einfach etwas Sand vom letzten Urlaub, kippe die da drauf und verteile die Farbe. Du hast jetzt also keine weiße Strukturpaste sozusagen, die du fertig kaufen kannst, sondern ich habe einfach in die Acrylfarbe etwas Sand gegeben und verteile jetzt diese Paste mit etwas Wasser und dem Pinsel. Verteile das jetzt einfach, das muss nicht ordentlich sein, das kannst du da einfach drüber ziehen. Aber ganz wichtig, lass es danach richtig trocknen. Also ich benutze meistens einen Föhn und dann geht es ein bisschen schneller. Ich prüfe immer erstmal, ob die Fläche wirklich trocken ist, denn wenn sie nicht trocken ist, vermischen sich die Farben und du brauchst reine Farbtöne. Fang einfach mal an und trag die Farbe auf einen goldenen Schnitt auf. Wenn du nicht weißt, wo das ist, fühle mal, hier ist eine Querverbindung. Dieser Steg, der gibt die Mitte an. Und wenn du von der Mitte ein kleines Stück runter gehst, dann ist da ungefähr der goldene Schnitt. Da habe ich auch was zu geschrieben im Buch. Ich weiß jetzt aber nicht auf welcher Seite, da müsst ihr einfach mal nachgucken. Wasser dazu und dann lässt sich die Farbe auch besser verarbeiten. Teile die Farben dann weiter über die Fläche und ja, ich habe das Orange nochmal oben hingesetzt und mittig dann mehr das Grün und die beiden Farben können auch miteinander vermischt werden. Das ist absolut das Beste. Herrlich. Also das, oh Gott, das Türkis jetzt da drauf, du siehst, das Türkis ist ein bisschen blauer und es vermischt sich halt noch toll auf der Fläche mit dem Orange und dem Gelb. Grün. Das gibt auch tolle Mischtöne.
Ich habe es wieder trocknen lassen. Du kannst es jetzt natürlich auch schon so lassen und einfach so hinstellen und dich einfach an den Farben erfreuen. Ich möchte jetzt aber noch weiterarbeiten und gehe jetzt hier mit Weiß über die Fläche. Gebe dann noch ein bisschen Blau dazu. Ich habe mit den Farbtönen nochmal im Wechsel gearbeitet und betone jetzt hier nochmal über die Fläche den goldenen Schnitt und ja, den jetzt eher nochmal in den Orangetönen. So habe ich das Bild jetzt gelassen. Es hat Spaß gemacht. Meine Werkzeuge habe ich schon alle sauber gemacht. Und ja, es sind einfach die Farben. Hol dir die Farben des Herbstes mal in die Wohnung. Ja, vielen, vielen Dank für dein Zuschauen, für dein Interesse. Danke für dein Like. Ich hoffe, du konntest für dich wieder was mitnehmen, aber ich denke schon. Und jetzt geh einfach an deine Farben, misch dir die Farbtöne. Alleine das Farbenmischen macht Spaß. Es macht auch was mit dir. Nimm die fröhlichen Farben des Herbstes. Auf Seite 32 findest du was über die Struktur im Bild und ich finde, mit einer Struktur kann man immer noch mal besser oder einfacher auch dem Bild Ausdruck verleihen. Und die Handhabung des Spachtels ist dann eben auch da ja, wichtig.
Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag und ich freue mich auf deinen Kommentar. Tschüss.